Hallo Freunde! Was wird mehr wehtun? Ich glaube, das hier könnte mehr wehtun. Das dringt tiefer ein. Längs, quer, zicke, zacke. Das war meine Frage. Warum dreht sich das Sägeblatt? Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, und zwar Längsschnitte und Querschnitte. Und zwar, welches Sägeblatt nimmst du für welchen Anwendungsfall? Mich erreicht immer und wirklich immer wieder diese Frage, wann, wie, was, wo. Also schauen wir uns das heute mal an und werden das auch praktisch ausprobieren. Heute also das Thema Längsschnitt und Querschnitt. Und welches Sägeblatt wir nehmen, das ist die Frage. So ein Sägeblatt hat natürlich auch Folgendes, und zwar hat es Zähne. Diese Zähne haben verschiedene Formen und verschiedene Zahngeometrien und verschiedene Funktionen. Über die Geometrie werden wir heute nicht sprechen, weil das für dieses Thema eigentlich gar nicht essentiell wichtig ist. Aber man sollte natürlich trotzdem wissen, wann man welche Zahnform nimmt und wo es am besten passen würde. Sollte ich dazu auch mal ein Video machen, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Da mache ich ein großes Sägeblatt-Kundenvideo vielleicht. Aber heute soll es erstmal kurz und knapp längs, quer, zicke, zacke hier gehen. Und wir haben nämlich Folgendes, ich lege das mal zur Seite. Wir haben hier an der Stelle ein Stück Vollholz. Und das Thema längs und quer ist vor allem wichtig, wenn du wirklich Vollholz hast und auch hier nochmal speziell Hartholz. In dem Fall ist das hier Buche. Oder ist das Eiche? Nee, das ist Buche. Haben wir hier Buche. Und Buche ist natürlich ein sehr hartes Holz, was dementsprechend auch eine hohe Dichte hat. Und da ist es sehr relevant, auf jeden Fall auf längs und quer zu achten. Natürlich ist jetzt, wenn du so Fichte oder Tanne sägst, kann man wahrscheinlich mit jedem alles so halbwegs irgendwie hinkriegen. Aber auch da sollte man darauf aufpassen. Aber welches Blatt nehmen wir jetzt für was? Und zwar ist es so, wir nehmen dieses Blatt mit wenig Zähnen, nehmen wir für den Längsschnitt. Dieses Blatt oder so ein Blatt mit viel Zähnen oder mit mehr Zähnen nehmen wir für den Querschnitt. Ja? Ich erkläre dir auch gleich warum, aber erst einmal schau dir mal das Blatt an. Hier hast du ein spezielles Blatt von Festool, das sogenannte Panther-Blatt. Das gibt es aber auch von allen möglichen Herstellern. Also du musst jetzt nicht von Festool das Blatt nehmen. Übrigens, falls du dich für die Blätter an sich oder die Sägen interessierst, das findest du unten auch im ehrlichen Preisvergleich. Da siehst du auch nochmal, dass so ein Blatt auch nicht die Welt kostet und solltest also mindestens für so eine Maschine 2 Blätter immer haben. Für den Längsschnitt und für den Querschnitt. Ja, das ist das eine und hier haben wir von Metabo und das sind auch wie gesagt nur Beispiele. Ein Blatt mit, ich glaube, 42 Zähnen, genau hier und das nehmen wir für den Querschnitt. Jetzt weißt du zwar, welches Blatt du wann nehmen solltest, aber ich bin der Meinung, das bringt dir gar nicht so viel, sondern du solltest auch wissen, warum ist das eigentlich so. Wie gesagt, wir lassen uns das Thema Zahngeometrie erstmal immer raus und es geht erstmal um die reine physikalische Logik, warum das Ganze so ist. Und übrigens ist es auch wiederum eine Frage des Vorschubs, aber da kommen wir nachher noch mal drauf, wenn wir das Ganze auch wirklich mal in der Praxis ausprobieren. Wir werden auch mit dem Blatt hier jetzt mal einen Längsschnitt machen und hiermit einen Querschnitt, was genau falsch rum ist. Und dann wirst du sehen, wie sich dann das Ganze so verhält. Aber schauen wir uns gleich erstmal an. Erst einmal ist die Frage, aber warum nehme ich jetzt genau dieses Blatt für genau diesen Schnitt? Und dazu gucken wir uns mal das Holz an. So, wir haben jetzt hier unsere Eiche und wir haben jetzt hier unser Blatt. Und dazu machen wir mal Folgendes. Wir schauen uns mal an, wie hier die Fasern laufen. Denn die Fasern laufen alle so. Ja, die gehen hier so lang. Fasern, 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 Fasern. Ihr seht das hoffentlich auch so halbwegs. Ja, also hier in diese Richtung laufen die Fasern. Und jetzt ist es so, wenn jetzt das Blatt hier ist, ja, das Blatt möchte jetzt gerne das Ganze hier raustrennen. Ja, hier raustrennen. Ich mache das einfach mal. Ihr seht hier, wie jetzt hier so eine Faser entsteht. Ja, hier ist schon eine recht lange Faser an der Stelle. Und so ein Sägeblatt hier rotiert hier mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und macht sehr viele von diesen Abrissen. Und wenn ihr jetzt überlegt, das Ganze sägt jetzt hier so durch, sägt und sägt und sägt. Und dabei entsteht genau das, weil die Fasern eben hier in diese Richtung laufen. Und dadurch passiert das. Die Frage ist einfach, wenn ihr jetzt mal dieses Sägeblatt hier anguckt, ja, wenn ihr euch jetzt diese Fasern hier anguckt, ist, wo sollen diese Fasern bleiben? Ja? Wenn wir jetzt das hier uns anschauen, hast du so einen kleinen Zwischenraum. Da drin kann ja kaum kaum Sägespäne drin bleiben oder diese Fasern drin bleiben. Dafür haben wir ein anderes Blatt.
Und dieses Blatt hier hat hier einen sehr großen Raum, in dem es diese Fasern auch abtransportieren kann, wenn es hier so durchgeht. Ja? Und dann ist das hier drin und wird dann hier hinten ausgeworfen, hier an der Stelle so nach hinten. Und deswegen sind diese Blätter dafür auch entsprechend geeignet. Wenn wir jetzt uns das anders anschauen, mit diesem Blatt, und wir haben jetzt wiederum hier unsere Fasern, so, dann ist das für die andere Richtung zwar dafür geeignet, und zwar wenn ich jetzt hier längs gehe, habe ich hier was ganz anderes. Schaut mal hier, wenn ich jetzt hier so lang kratze, dann habe ich nur diese kleinen Fasern hier, diese ganz kleinen Stücke. Und diese können hier natürlich wunderbar mit abtransportiert werden. Und jetzt ist es auch wiederum so, dass wenn dieses Blatt hier sägt, ich hier keine Ausrisse habe. Das ist dafür gedacht, dass ich hier entsprechend hier durchschneiden kann und hier auf der und auf der Seite keine Ausrisse habe. Das ist mit dem Blatt gar nicht so wichtig, denn wenn ich hier mit der Faser schneide, also hier in dem Fall so schneide, dann habe ich von Hause aus weniger Ausrisse, weil die Fasern ja in diese Richtung laufen. Ich also mit der Faser hier entsprechend schneide. Ihr seht also, wenn ich jetzt hier quer zur Faser säge, brauche ich einfach ein anderes Blatt, was andere Späne produziert und diese anderen Späne entsprechend hier in der Drehrichtung abtransportiert. Und durch die Zahngeometrie, kommen wir ein anderes Mal gerne nochmal drauf, ist es so, dass hier nochmal zusätzlich dafür gearbeitet wird, dass eben keine Ausrisse entstehen. Und das hier ist einfach ein Blatt, womit du wunderbar hier durchgehen kannst und auch diese großen Späne abtransportieren kannst. Und jetzt, wenn wir Folgendes machen, wir spannen jetzt mal das Holz hier auf und machen jetzt erst einmal mit diesem Blatt einen Längsschnitt und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, werde ich jetzt einen Längsschnitt machen und zwar mit dem falschen Blatt. Also ganz wichtig, nicht, dass ihr sagt, oh, das ist jetzt richtig. Nein, das falsche Blatt und zwar das mit den vielen Zähnen. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie sich das Ganze verhält. Was wir gerade gesehen und vor allem auch gehört haben, waren zwei Dinge. Nummer 1, es war definitiv das falsche Blatt. Nummer 2, wir haben eine richtig gute Säge und ein wirklich gutes Blatt. Dann hätten wir ein anderes Blatt, dann würde Folgendes passieren, oder ein günstiges Blatt, oder das, ja, wie soll ich das sagen, einfach, ich sage mal erstmal ein anderes Blatt. Dann würde Folgendes passieren, dieses Blatt würde so heiß werden, dass es anfängt sich zu verziehen und anfängt zu wabbeln. Und dann fängt es häufig an, so ein bisschen nach außen zu ziehen. Das haben wir zum Beispiel mal bei Makita provoziert. Und da ist es so, dass dann auf einmal Folgendes passiert. Es wird unwahrscheinlich schwer, überhaupt vorwärts zu kommen und wir haben hier überall Brandspuren. Ja? Das würde passieren, wenn wir nicht das Glück hätten, dass Metabo hier ein wirklich gutes Blatt gemacht hat. Aber was wir gesehen haben, ist, ich habe unwahrscheinlich dafür arbeiten müssen, hier vorzukommen. Ich habe auch bewusst etwas stärker auch gedrückt und irgendwann ist auch selbst die Maschine stehen geblieben, weil es für ihn so viel Arbeit war. Und zusätzlich war es auch so, dass das Ganze enorm laut war. Also es war wirklich sehr, sehr laut und man hat wirklich gemerkt, oh, das macht das nicht. Ja, die Säge hat die ganze Zeit gesagt, komm, lass das doch mal sein hier. Ja, also das war wirklich nicht schön. Der Schnitt an sich ist okay. Wir sehen hier aber sehr viele, ich hoffe, ihr kriegt das so halbwegs drauf, sehr viele Sägespuren hier. Es ist auch nicht super glatt. Es ist okay, um es hier aufzutrennen, aber wirklich schön ist das wirklich nicht. Ja? Und nochmal ganz wichtig, das heißt nicht, dass die Säge schlecht ist oder das Blatt. Im Gegenteil, bei einer anderen Säge, einem anderen Blatt hätte es hier ganz anders ausgesehen. Jetzt machen wir das Ganze mal mit dem anderen Blatt, hier mit wesentlich, nicht mit dem Blatt. Um nochmal zum 100. Mal zu zeigen, wie man ein Sägeblatt wechselt. Wie ich laufe, so gehe ich auf. So. So, und fest. Das war's. So, jetzt werden wir Folgendes machen. Wir nehmen jetzt hier unsere Festtool und zwar mit dem anderen Sägeblatt. Ja, mit dem Blatt, was für Längsschnitte geeignet ist. Hier jetzt nur 12 Zähne und ihr werdet sehen, das ist ein komplett anderes Verhalten und vor allem auch viel schneller, ohne dass ich jetzt hier groß Druck ausüben muss.
Oh, das ist mal ein anderer Schnitt auch hier. Der ist richtig schön geworden. Was haben wir jetzt gesehen, beziehungsweise was haben wir eigentlich gehört? Wir haben gehört, es ist wesentlich leichter, wesentlich weniger Vibration, auch ein viel besseres Ergebnis. Das ist echt schade. Manchmal wünschte ich könnte jedem von euch so ein Stück hier davon schicken, dass ihr das mal auch anfassen könnt. Viel glatter, viel gerader, viel schönerer Schnitt. Hier ist es einfach so, dass die Säge sich auch null gequält hat, einfach durchgegangen ist. Und jetzt lasst uns mal über das Thema Vorschub sprechen. Jetzt könnten ja viele von euch auch sagen, naja, was ist denn, wenn ich einfach das andere Sägeblatt nehme, das hier, und einfach nur minimal Vorschub gebe? Das ist irgendwie auch möglich, dass man ganz langsam durchgeht, aber man muss wirklich sehr langsam sein. Das ist weder effizient noch gut und es kann auch dazu führen, dass am Ende des Tages das hier zu heiß wird und dann auch wieder Brandspuren bekommst. Also es funktioniert einfach nicht. Trotzdem, bedenke bitte, das Thema Vorschub sollte auch gut gewählt sein. Am Ende ist es so, es gibt keine Formel, so und so viel Quadratkubikzentimeter mal Pi hoch 5 musst du jetzt hier machen. Nein, es ist einfach so, du merkst das eigentlich. Es ist relativ simpel. Wenn du die Maschine auf der Schiene hast, ja, und schiebst nach vorne, merkst du, wie viel Widerstand du hast. Du solltest nie gegen einen harten Widerstand drücken, sondern es sollte sich eigentlich ganz entspannt durchführen lassen. Einen kleinen Widerstand merkst du, aber auch nur so einen kleinen Widerstand. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, weißt du genau, was ich meine. Aber wir haben jetzt gesehen, wie schön das Ganze funktioniert, wenn du das richtige Blatt nimmst. Jetzt machen wir das mal genau andersrum. Jetzt nehmen wir mal wieder noch einmal dieses Blatt und machen einen Querschnitt. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis und zwar sehen wir hier massiv viele Ausrisse nach oben. Also das ist wirklich hier alles ausgerissen und wir haben auch keine schöne Kante. Durch ging es trotzdem, wenn es auch nicht wirklich der schönste Schnitt ist. Man merkt hier auch so ein bisschen Unebenheiten, hier man sieht das Schnittbild. Also das ist jetzt okay, ja, wenn man es einfach nur mal ablenken möchte, aber ein schöner Schnitt ist das nicht. Hier sehen wir jetzt einen saubereren Schnitt und hier vor allem eine super saubere Kante, fast ohne Ausrisse. Ihr habt gerade gesehen, wie das Ergebnis ist und bitte denkt nicht, dass es an den Maschinen liegt. Ja? Null mit den Maschinen zu tun, sondern einfach nur mit den Sägeblättern und auch nicht mit den Sägeblattherstellern. Ja? Es gibt auch von Metabo, Makita, Bosch und allen Drittherstellern genauso Sägeblätter für Längs- und Querschnitte. Aber heute hast du nochmal hoffentlich eindrücklich gesehen, was der Unterschied ist. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich es hinbekomme, dass wir hier selbst so Schmauchspuren dran haben oder das Ganze verbrennen, aber dazu war leider das Blatt zu gut. Wobei ich das ganz interessant finde, mit diesem Blatt hier haben wir schon enorm viel gesägt und haben immer wieder trotzdem ein gutes Ergebnis gehabt. Nochmal ein Hinweis zum Thema Vorschub. Ja? Wir haben gerade auch ein bisschen diskutiert, was ist der richtige Ausdruck dafür. Unser richtiger Ausdruck wäre, lass die Maschine arbeiten. Ja? Also arbeite nicht du gegen die Maschine, sondern lass die Maschine einfach ihren Dienst machen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn du noch Fragen hast, schreib es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ich ein Video machen soll zu Zahngeometrie oder Ähnlichem, dann auch gerne unten in die Kommentare, dann mache ich es gerne für euch. Jetzt aber erst einmal ran ans Sägeblatt und bis zum nächsten Mal.